Im August 2008, nach einer 7-jährigen Verzögerung, publizierte die staatliche Agentur NIST, die mit der Untersuchung des Einsturzes der Türme vom WTC beauftragt wurde, einen Entwurf ihres abschließenden Berichts für die Öffentlichkeit bezüglich des Einsturzes des World Trade Center Gebäudes 7. In diesem Bericht berief sich die Agentur darauf, dass der Zeitfaktor für den Einsturz der oberen 18 Stockwerke des Gebäudes, der auf den meisten Filmaufnahmen zu sehen ist, 40% länger gedauert habe, als wenn der Komplex sich im freien Fall befunden hätte. Ein damit in Verbindung stehendes Video auf YouTube mit dem Titel WTC 7 im freien Fall, in dem ich zeigte, dass das Gebäude 7 in ungefähr 2,5 Sekunden stürzte mit einer Geschwindigkeit genau der eines freien Falls. Zusätzlich zeigte ich in diesem Video, dass die gewählte Methode keine valide Messmethode war, um sich die real abspielenden Bewegungen des Gebäudes darzustellen. Diese Messmethode war nicht nur falsch, sondern betrügerisch. Am 26. August fand die technische Unterweisung statt, in deren Rahmen Ingenieure und andere Personen mit naturwissenschaftlichem Hintergrund Fragen stellen konnten. Ich selbst bin Highschool-Lehrer und unterrichte Physik. Ich hatte das Gefühl, davon ausgeschlossen zu werden. Wie auch immer, ich ging dorthin und unterrichtete sie über meine Mitgliedschaft im amerikanischen Verband der Physiklehrer, wie auch über meinen professionellen Hintergrund. Nebenbei gesagt, ich sprach nicht im Namen dieses Verbandes, er diente mir lediglich als Türöffner. Zu meiner Überraschung fand ich eine meiner Fragen in Berücksichtigung, so dass ich sie stellen durfte. Hier folgt ein Ausschnitt von Howard Wynn. Unsere nächste Frage kommt von David Chandler, dem Vorsitzenden des Verbandes der amerikanischen Physiklehrer. Jedwede Anzahl von kompetenten Messmethoden unter der Weitläufigkeit der Methoden indiziert, dass die nordwestliche Ecke des WTC-Gebäudes 7 mit einer Beschleunigung fiel, die innerhalb eines kleinen prozentualen Beschleunigungsanteils der Erdanziehungskraft lag. Ihr Bericht basiert bislang auf Berechnungen, die besagen, dass das Gebäude 40% langsamer als im Falle eines freien Falls zusammensackte, basierend auf einem einzigen Datenpunkt. Wie kann eine derart einfache und öffentlich zu beobachtende Bewegung beiseite geschoben werden? Würden Sie die Frage bitte wiederholen? Sicher. Jedwede Anzahl von kompetenten Messmethoden unter der Weitläufigkeit der Methoden indiziert, dass die nordwestliche Ecke des WTC-Gebäudes 7 mit einer Beschleunigungsrate fiel, die innerhalb eines kleinen prozentualen Beschleunigungsanteils der Erdanziehungskraft lag. Ihr Bericht basiert bislang auf Berechnungen, die besagen, dass das Gebäude 40% langsamer als im Falle eines freien Falls zusammensackte, basierend auf einem einzigen Datenpunkt. Nun, in erster Linie ist die Erdanziehungskraft eine Determinante, die sich auf alle Körper auswirkt, die es auf diesem Planeten gibt. Dieser Aspekt zählt also nicht nur für Ground Zero. Wow, ich bin solche Antworten gewohnt von einem Physiktest, in dem Studenten nicht einmal sich die Mühe machen, ein Buch zu öffnen. Allerdings spricht hier die NIST, also hören wir weiter zu. Die Analysen zeigen, dass es Unterschiede bezüglich des Zeitfaktors bei einem freien Fall gibt. Und ein freier Fall würde zur Grundlage haben, dass es keinerlei Komponenten unterhalb des sich im freien Fall befindlichen Gegenstandes gibt. Wenn man sich die Analysen der Videoaufnahmen genau ansieht, zeigen diese, dass der Zeitfaktor, den es braucht, um das Häuserdach auf die 17. Etage einstürzen zu lassen, bei ungefähr 3,9 Sekunden lag. Was die strukturelle Analyse bzw. die Analyse des Kollapses zeigt, ist, dass dieselbe Zeit, die beim strukturellen Modell benötigt wurde, um herunterzukommen vom Häuserdach bis zum Erreichen des 17. Stockwerks, bei 5,4 Sekunden lag. Aber es brauchte 1,5 Sekunden oder ungefähr 40% mehr Zeit, um diesen freien Fall abzuschließen. Was nicht besonders ungewöhnlich ist, da es einen strukturellen Widerstand gab, der insbesondere in diesem Fall Berücksichtigung finden muss. Es stieß eine Serie von strukturellen Defekten an, die aufgrund der Bedingungen auf diese Weise geschehen musste, da sie nicht augenblicklich zusammen erfolgten. Eine Zusammenfassung der Ausführungen Dr. Sanders folgt hier. Ein freier Fall für alle 18 Stockwerke, die hier angesprochen wurden, hätte 3,9 Sekunden gedauert. Das von NIST genutzte Computermodell, das den Kollaps simuliert hat, brauchte dafür 5,4 Sekunden. Die langsamere Zeitdauer des Zusammenbruchs basiert erstens auf strukturellen Widerständen in dem Gebäude, als es fiel, was zu einer Verlangsamung des Falls geführt habe. Zweitens auf einer Serie von Defekten, die stattfinden mussten, und drittens auf dem Aspekt, dass diese Defekte nicht alle zugleich ausgelöst wurden. Alle diese Ausführungen machen insoweit Sinn, solange man nicht auf die harten Fakten blickt. Die Fakten zeigen, dass ein freier Fall tatsächlich stattfand. Aber da das eingesetzte Computermodell nicht dazu in der Lage war, das Szenario eines freien Falls zu reflektieren,
mussten sie einen freien Fall ausschließen, um die harten Fakten zu verschleiern. Das Problem ist, im Gegensatz zu den Stützpfeilern, die sehr tief im Gebäude verankert waren, zeigen die Bewegungen des Gebäudes deutliche Bilder. Da das NIST-Modell 5,4 Sekunden vorhersah für den Zusammenbruch der 18 Stockwerke, versuchten sie eine Berechnungsmethode einzusetzen, der diesem Zeitfaktor in etwa gleichkam. Sie mussten sich ein wenig strecken, um es gut aussehen zu lassen, aber sie machten es. Sie fanden einen Auflösungsfaktor, indem sie eine künstlich frühe Startzeit ansetzten, die genau 5,4 Sekunden vor dem kompletten Zusammenbruch des Gebäudes lag, und setzten sie gleich mit dem Zeitfaktor eines freien Falls. Die nächste Frage kommt von Dr. Stephen Jones. NIST diskutiert die Fallzeit für WTC 7 auf Seite 40 des zusammenfassenden Berichts, wo gesagt wird, dass angenommen wird, dass die Fallgeschwindigkeit nahezu konstant gewesen ist. Wie auch immer, Beobachtungen der Fallgeschwindigkeit durch andere Personen zeigen, dass sich der Fall des Gebäudes beschleunigt, anstatt mit konstanter Geschwindigkeit zusammenzusinken. Es stellt sich also die Frage, warum in dem Bericht davon ausgegangen wird, dass die Fallgeschwindigkeit in etwa konstant gewesen ist. Stephen Jones widmet seine Aufmerksamkeit den offensichtlich falschen Ausführungen im Berichtsentwurf, die darauf basieren, dass das Gebäude in konstanter Geschwindigkeit zusammenbrach. Ich bin sicher, dass die Annahme einer konstanten Geschwindigkeit eine pure Falschdarstellung war. Die korrekte Reaktion hätte sein müssen: Oh ja, wir überarbeiten unsere Version. Aber schauen wir uns an, wie sie mit dieser Frage umgehen. Die Beschleunigung der Erdanziehungskraft ist es, was hier als treibende Kraft dahinter steckt. Unsere Kalkulation basiert auf der zeitlichen Dauer zwischen dem Einsturz des Daches bis zu einem Punkt, an dem das Gebäude nicht mehr zu sehen war. Zwischen den anderen beiden Gebäuden, die in dem Video sichtbar sind. Diese Zeitdauer wurde festgelegt durch die Zeitaufnahme auf dem Video und wir glichen diese Zeit ab mit unseren eigenen Modellen und errechneten 5,4 Sekunden. Ich hörte keinen Wups in diesen Ausführungen. Sie etwa? Dies ist John Gross, einer der führenden Ingenieure und verantwortlich für die Ausarbeitung des NIST-Berichts über den Zusammenbruch der Twin Towers. Er ist Doktor für bauphysikalisches Ingenieurwesen der Cornell University. Er unterrichtete Ingenieurwesen an der Universität von Boulder in Colorado. Denken Sie nicht, dass dieser Mann den Unterschied zwischen den beiden Begriffen Geschwindigkeit und Beschleunigung erkennen sollte? Denken Sie nicht, dass er in der Tat den Unterschied zwischen Geschwindigkeit und Beschleunigung kennen sollte? Glauben Sie nicht, dass er diesen Unterschied perfekt erklären können sollte? Finden Sie es nicht interessant, dass die 5,4 Sekunden, die er ansetzt für die Dauer des Kollapses, haargenau den Zeitfaktor trifft, den das Modell berechnete? Die Art der Präzision ist unglaublich selten im Hinblick auf die Simulation von tatsächlichen Ereignissen. Unglaublich ist das richtige Wort. Es ist nämlich tatsächlich nicht glaubhaft. Diese Methode der Messung weist alle Eigenschaften auf, die wir Dry Labbing nennen. Daten zu manipulieren, um ein bereits vorher festgelegtes Ergebnis zu erreichen, dies ist eine Verletzung der ethischen Regeln unserer Zunft. Jedwede Ingenieure, die sich solcher Methoden bedienen, sollten ihre Lizenzen verlieren. Die größten Implikationen, die sich aus einem Dry Labbing insbesondere in diesem speziellen Fall ergeben, würden wohl darauf hindeuten, eine kriminelle Aktion zu verschleiern. Nach einer weiteren Runde diskreditierender Fragen musste schließlich jemand intervenieren, um den armen John einen Bailout zu liefern. Können Sie das näher erläutern? Ich denke, dass Sie die finale Version Ihres Berichts korrigieren müssen. Das war August, heute haben wir November. Die finale Version des NIST WTC 7 Berichts wurde gerade publiziert. Was meinen Sie? Wir haben eine revidierte Analyse der Zusammenbruchseinschätzung des Gebäudes. Konstante Geschwindigkeit findet sich nicht mehr. Konstante Beschleunigung finden sich nicht mehr. Anstelle dessen haben wir 3 Phasen des Zusammenbruchs mit einer nahezu unglaublichen Zeitdauer von 2,5 Sekunden des freien Falls. Die irrelevanten 5,4 Sekunden werden jedoch weiterhin verteidigt in der Fußnote, spielt aber keine signifikante Rolle mehr, exklusive von CYA und Jen Gross Educators. So der freie Fall ist hierbei ein offizielles Dogma. Wie können Sie alle Verästelungen dieser unbequemen Tatsache behandeln? Zurück zum Bericht, hier wird gesagt: 3 Stadien des Zusammenbruchs, wie weiter oben beschrieben, sind konsistent mit einer globalen Analyse des Kollapses, wie angesprochen in Kapitel 12 von NIST NC-Star 1-9. Das ist es. Ein freier Fall entwickelt sich von einer Unmöglichkeit zu dem simplen, konsistenten, gemessenen Fakt, dass der durch Feuer ausgelöste Kollaps mit ihren Modellen übereinstimmt. Offensichtlich haben sie nun beschlossen, dass ein freier Fall als Erklärung okay ist, solange er ein Teil einer Timeline ist, welche die erforderlichen 5,4 Sekunden abdeckt.
Mit anderen Worten, sie ließen ihre Taktik fallen, Fakten zu verschleiern, jedoch bedienten sie sich einer anderen Taktik. Bediene dich einer anderen Lüge und dreh dich um, wie auch immer. NIST ist nicht in der Lage dazu, einen freien Fall des Gebäudes zu bestreiten. Nun, da NIST einen freien Fall als Tatsache deklariert hat, sollte man einen Blick auf die daraus folgenden Fakten werfen. Take a look at the implications.